Diesjähriger Frühlingsgruß. Dieser Jahr sollte im Frühling in Estland ein Literaturfestival stattfinden, das die Schatten des Menschen zum Thema hatte. Als Eröffnungsrednerin war ich geladen, aber dann wurde in Estland wie auch anderswo in Europa der Ausnahmezustand verhängt. Und da das Thema des Festivals die Schatten des Menschen war, bekam dieser Titel im Kontext des Ausnahmezustands der Welt eine besondere und tiefere Bedeutung, als er sie ansonsten vielleicht gehabt hätte. Möglicherweise wäre es ein bloßes poetisches Bild geblieben, aber angesichts der Furcht, in der die Welt derzeit verkehrt, erhält das Wortpaar Schatten und Mensch eine ganz andere und viel schicksalhaftere Bedeutung. Es ist bei diesem Thema zu erwarten, dass man den großen Schattenkenner Dr. Jung mitsamt seinem Fortsatz erwähnt, zu dem Begriffe wie verborgene Gewalt, unterdrückte Aggression, unbewusste Angst und eine Menge anderer Ungetüme, deren man sich nicht bewusst ist, gehören. Schließlich bestätigt ein Blick auf die heutige Welt die Lebenskraft jener Ungetüme. Bevor ich auf diese Ungetüme zurückkomme, will ich jedoch für einen Moment den Wortsatz der Poeten verwenden und betonen, dass das einzige Fundament und der einzige Nährboden der Kunst, wozu Literatur gehört, zu allen Zeiten und auch jetzt jene Spannung gewesen ist, die in der Seele des Menschen zwischen Licht und Schatten herrscht. Vom estnischen Lyrikklassiker Ernst Senno stammt ein Gedicht der Schatten, ein besonderes Liebesgedicht, das einem Schaudern über den Rücken laufen lässt. Hier wird die Liebe nicht einem unbekannten Menschen eröffnet, sondern dem Schatten, den der Körper der Unbekannten auf die Wand eines Eisenbahnwaggons wirft. Man kann den Schatten nicht vom Menschen trennen, man kann ihn nicht auslöschen oder totschweigen. Er ist jedem angeboren und überall für alle sichtbar. Wenn du auf der Erde lebst, wirfst du auch deinen Schatten auf die Erden. Wenn du einem Menschen deine Liebe eröffnest, tust du das auch seinem Schatten gegenüber. Wer könnte das besser wissen als ein Dichter? Hier gibt es eine Pause, denn mit dieser Einleitung endet der lyrische Teil meines Grußes. Jetzt ist es an der Zeit, von dem Ungetüm zu sprechen, dessen Name die Schattenseite des Menschen ist. So wie jeder lebendige Mensch sein Skelett in sich trägt, so trägt auch ein jeder sein eigenes Ungetüm in sich, das heißt seine Schattenseite. Solange es die unausweichliche Spannung erzeugt, die zum menschlichen Dasein gehört, solange der Mensch selbst seine Schattenseite zu ergründen und nach Kräften sich mit ihr zu verschönen oder sie zu bändigen sucht, ist die Welt sozusagen unter Kontrolle. Sobald sich ein Mensch seiner Schattenseite nicht mehr bewusst ist, sobald die Notwendigkeit, Schwierigkeiten zu überwinden, Ehre, Würde, Wahrheit und Tod aus dem Leben und dem Fortsatz des Menschen verbannt sind, gibt es auch weniger Licht auf der Welt und die Grundwerte,
der Conditio Humana werden auf groteske Weise auf den Kopf gestellt. So, wie wir es in der heutigen Welt sehen. Die Geschichte ist ein Spiel von Schatten und Licht. Mal sind die Zeiten heller, mal sind sie dunkler. Manchmal wird die Welt von Wahnsinn ergriffen. Dann bespricht und tut man ganz selbstverständlich Dinge, die in anderen helleren Zeiten lächerlich wahnsinnig oder grauenerweckend widerlich angemutet hätten. Immer und überall, wo die Schattenseite des Menschen die Macht ergreift, ist es ein Gefahrenzeichen, wenn unter dem Deckmantel edler Losungen die Rechte von Verbrechern verteidigt werden, wenn man von Toleranz und Gleichheit redet, ohne dabei an die Förderung der Schwächeren zu denken, sondern an die Unterdrückung derjenigen, die nach oben gelangt sind, damit die Schwächeren nicht beleidigt sind. Wo man seinen rechten Platz in der Gesellschaft nicht mehr durch ehrlichen Wettbewerb, durch ehrliche Konkurrenz erreicht, sondern mithilfe der passenden Klassenpartei oder Geschlechtszugehörigkeit. Im Nachhinein ist immer alles klar. Wir wundern uns darüber, dass die gebildeten Menschen der 1930er Jahre in ganz Europa Hitlers Pläne keineswegs für wahnsinnig hielten. Oder dass in den 1960er Jahren Europas gesamte Jugend mit dem Maoismus flirtete und keinen noch so flüchtigen Blick auf jene unbeschreiblichen Grausamkeiten verschwendete, die im Zuge der Kulturrevolution stattfanden. Oder was für einen Unsinn augenscheinlich völlig vernünftige Menschen auf offiziellen Versammlungen in der Sowjetunion schwatzten. Den Wahnsinn der eigenen Zeit zu erkennen, ist schwer. Wir leben wieder einmal in einer Zeit des Wahnsinns, wo die Schatten aus der Seele des Menschen den ganzen Planeten mit gefährlicher Dunkelheit bedecken. Wie anders kann man das dieses Jahr ausgebrochene Coronavirus betrachten als einen Riesenschatten, dessen geistige Basis die Entfernung des Menschen von der Bedeutung der Conditio Humana ist. Ich weiß nicht, ob uns die Losung je dunkler der Schatten, desto heller das Licht momentan trösten könnte. Aber ganz sicher ist es eine Frage der Wahl, ob man mit dem Wahnsinn mitmacht und Wahnsinn und Dunkelheit für normal hält. Wie immer im Leben und in der Geschichte hängt alles von der Wahl jedes Einzelnen ab. Danke.